Wenn Sie mal wieder einen Papierflieger fliegen lassen wollen, dann sollten Sie sich Tesafilm holen und auf die Packung schauen. Jetzt hat Tesafilm einen Stammplatz im Haushaltsabroller. Aber ich bin da, Tesafilm. Ich sorge dafür, dass so manche Verbindung zustande kommt. Henry meint, Tesafilm ist für die Vereinigung Europas schön durchsichtig. Tesafilm. Diese Geschichte, diese Verbindung geht zurück bis ins Jahr 1890. Der damalige Eigentümer Dr. Oskar Troplowitz hatte gerade das Unternehmen von Paul Beiersdorf gekauft und hatte sich das Ziel gesetzt, ein Wundpflaster zu entwickeln. Und auf dieser Reise zur Entwicklung des Wundpflasters ist ein Produkt bei rausgekommen, welches extrem gut geklebt hat. 1936 taucht Tesa das erste Mal in einer Beiersdorf-Preisliste auf. Und das neben Pflasterprodukten, neben Kosmetikprodukten wie Nivea und Labello. Und man fragt sich vielleicht, warum das so ist. Ganz eng verbunden mit dem Produkt und mit dem Markennamen ist Hugo Kirchberg. Und er hatte die Idee von den unbegrenzten Möglichkeiten der Selbstklebetechnologie. Ihm war von Anfang an klar, dass man ein Produkt nur dann wirklich sinnvoll verkaufen kann, wenn dem Verbraucher auch klar ist, wofür er dieses Produkt benutzen kann. Kirchberg hatte nämlich überlegt, er braucht für dieses Produkt einen griffigen Markennamen. Der geht zurück bis in das Jahr 1906. Dort wurde er von Elsa Tessmer kreiert. Die hat die Schreibstube geleitet. Der ersten Silbe ihres Nachnamens T und der zweiten Silbe ihres Vornamens Saat. Und der Markenname wurde daraufhin dann für eine Zahnpastatube bei Beiersdorf benutzt. Und Kirchberg hatte ihn dann 1936 sozusagen aus der Versenkung geholt, hat ihn mit den technischen Klebebändern kombiniert und das war dann die Geburtsstunde von Tesa. Wir haben bei Tesa im Bereich Forschung und Entwicklung Mitarbeiter an unseren 3 Standorten in USA, in China und natürlich hier in Deutschland. Hier entwickeln wir die neuen Lösungen. Wir entwickeln natürlich intensiv gemeinsam mit unseren Kunden. Wenn wir neue Technologien und neue Klebebandlösungen, neue Klebelösungen entwickeln, dann geschieht das im Prinzip aus 2 Richtungen. Das eine ist, dass wir genau verfolgen, was passiert in der Industrie, was passiert in der Forschung und Entwicklung in der Welt und leiten daraus neue Ideen und Konzepte ab, die wir dann bei uns umsetzen. Viel wichtiger ist aber noch die zweite Richtung, dass wir genau versuchen rauszubekommen, was will der Kunde, was braucht er, um dann im Gespräch mit ihm das nochmal genauer zu klären und daraus dann sehr schnell und flexibel maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Eine ganz besondere Eigenschaft, die auch in der Zukunft immer wichtiger werden wird, ist thermische Leitfähigkeit. Das heißt, in modernen Autos entstehen an bestimmten Stellen hohe Temperaturen und die müssen dann schnell und effizient abgeführt werden und da spielen unsere Klebebänder eine große Rolle. Eine besondere Anforderung, die immer wichtiger wird, der wir uns aber auch schon in der Vergangenheit ganz deutlich gestellt haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Neue umweltfreundliche Prozesse entwickeln und die auch weiter optimieren. Ganz wichtig, dass wir es auch unseren Kunden ermöglichen, dass die dann wiederum nachhaltige Produkte entwickeln können.